Mein Name ist Andreas Münchenberger. Ich bin seit 1989 bei KIB. Als Elektroingenieur habe ich bei KIB in der Elektronikentwicklung angefangen, im Bereich Steuerungselektronik, habe dort Hardware und Software entwickelt. Nach einem kurzen Ausflug im Applikationsbetrieb bin ich seit 2008 in der Schulung tätig. Meine Schwerpunkte hier sind vorrangig geregelte Antriebe, aber auch Feldbussysteme und natürlich die Basisgeschichte CombiVis 6. In Zukunft möchten wir Ihnen gerne über Videos die Funktionsweise und Inbetriebnahme unserer Geräte näherbringen. Die Inbetriebnahme erfolgt an einem System bestehend aus Drive Controller S6K und DL3-Synchronmotor. Die Verbindung zwischen S6 und Motor wird mittels vorkonfektionierten Kabeln hergestellt. Für die Parametrierung des S6 wird die Diagnoseschnittstelle des Drive Controllers mittels unseres USB-Seriellwanders mit dem Desktop-PC-System oder einem Laptop verbunden. Mit dem Starten von CombiVis 6 öffnet sich die Startseite. Im Schnellstartmenü der Startseite können Grundfunktionen von CombiVis 6 in einfacher Art und Weise angewählt werden. Für die Inbetriebnahme des S6-Systems legen wir als erstes mittels des Short Start Buttons ein Projekt an. In der Eingabemaske kann hier ein eindeutiger Projektname und der Speicherort für das Projekt definiert werden. Mit dem Bestätigen über OK wird das Projekt angelegt und ein automatischer Suchlauf nach KIB-Devices gestartet. Wird ein KIB-Device gefunden, wird dieses automatisch in das Projekt eingebunden. Für den hier erkannten S6 Drive Controller öffnet sich automatisch ein Inbetriebnahme-Wizard, der eine einfache und strukturierte Inbetriebnahme des Systems ermöglicht. Der Wizard gliedert sich in sinnvolle Themenbereiche, die entweder über einen Navigationsbutton, hier den grünen Pfeil, nacheinander abgearbeitet werden können oder auch frei angewählt werden können. Wurde der betreffende Drive-Controller im Vorfeld schon parametriert, kann über das Einstiegsmenü Grundeinstellungen hier einfach ein Parameter-Backup erstellt und anschließend das Gerät auf Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. Bei einer Erstinbetriebnahme wird das Menü allerdings nicht benötigt. Der nächste Schritt ist die Parametrierung der Motordaten. Dies erfolgt im KIB-System durch Eingabe der Artikelnummer des verwendeten Motors. Mit Bestätigung der Eingabe werden die Motordaten an den Drive Controller übertragen und im Wizard zur Anzeige gebracht. Wird in der Applikation ein Bremstransistor benötigt, kann im nächsten Schritt der Bremstransistor aktiviert und die Ansprechschwelle dafür parametriert werden. Alle Geräte der Gerätegeneration 6 sind mit einem Bremstransistor zur Ansteuerung einer 24-Volt-Bremse ausgestattet. Ist der verwendete Motor mit einer Bremse ausgestattet, kann in dem Menü Bremsansteuerung die Ansteuermethode gewählt werden. Die spezifischen Zeiten der verwendeten Bremse sind durch die Auswahl des Motors schon definiert. Nach den Motordaten wird im Menü Rückführungsmodus der Regelmodus ausgewählt und die Systemrückführung für Drehzahl und Lage definiert. Mit dem Regelmodus wird festgelegt, ob der verwendete Motor mit Geber oder geberlos geregelt werden soll. Wird Regelung mit Geber gewählt, erfolgt im nächsten Schritt die Festlegung der Quelle für die Drehzahlrückführung und für die Lagerückführung. Die Erfassung der Drehzahl erfolgt im KIB-System standardmäßig über Geberkanal A. Die Auswahl des verwendeten Geber-Interface und die Parametrierung der geberrelevanten Werte ist mit der Eingabe der Motorartikelnummer automatisch erfolgt. In unserem Beispiel verwenden wir einen Hyperface Singleturn-Geber.
Vorparametrierung und Abgleich von Drehzahl und Lageregler unterstützt das Menü Regler. Für eine einfache Voreinstellung des Drehzahlreglers mittels Regler Performance ist die Massenträgheit des Motors einzugeben. Beim KIB-System ist diese Daten bekannt und durch die Motorauswahl korrekt parametriert. Ist die Massenträgheit der Last bekannt, sollte der Wert für die auf die Motorwelle reduzierte Massenträgheit zusätzlich eingestellt werden. Mittels der Regler-Performance kann der Regler zwischen einem harten und einem weichen Regler eingestellt werden. Dabei werden abhängig von der Massenträgheit, den Motor- und Umrichterdaten, die Parameter für den P-Anteil (kp) und den I-Anteil (Tn) eingestellt. Der vorgeschlagene Wert 4 für die Regler-Performance stellt eine gute Basis für die weitere Inbetriebnahme dar. Eventuell notwendige Momentbegrenzungen für die Applikation werden an der gekennzeichneten Stelle im Blockschaltbild eingegeben. Der Lageregler kann in einem weiteren Menü in dem entsprechenden Blockschaltbild parametriert werden. Unter dem Menü Schutz- und Warnfunktionen wird das Verhalten für Warnungen und Fehlerreaktionen parametriert. Im ersten Untermenü Statuswort Einstellungen werden die Warnungen festgelegt, die auf das Bit Warnung im CIA 402 Statuswort wirken. In zwei weiteren Gruppen erfolgt die Definition von Warnleveln und Fehlerreaktionen. Das Menü Einstellung der Warnlevel behandelt Drive-Controller und motorbezogene Einstellungen. Hier kann mittels grafischer Einstellung oder numerischer Eingabe der Warnlevel der jeweiligen Überwachungsfunktionen definiert werden. Zusätzlich kann hier für die verschiedenen Überwachungsfunktionen eine Fehlerreaktion ausgewählt und parametriert werden. Das Menü Applikationsspezifische Wartungseinstellungen behandelt applikationsspezifische Überwachungen, wie zum Beispiel Watchdog oder Softwareendlagen. Auch hier können Warnlevel und Fehlerreaktionen definiert werden. Die Einstellungen für die Fehlerreaktionsrampe erfolgt in den beiden nachfolgenden Menüs. Die Rampeneinstellungen hier werden identischer Art und Weise wie bei der Betriebsart Velocity Mode parametriert und werden dort erläutert. Der nächste Punkt in der Inbetriebnahmeschrittkette, Identifikation, ist für KIB-Systeme nicht relevant. Alle Drive-Controller und motorspezifischen Parametrierungen sind bekannt. Das Menü Betriebsmodi ermöglicht die Grundparametrierung für die 5 im Drive-Controller implementierten CIA 402 Betriebsarten: Profile Position Mode, Cyclic Synchronous Position Mode, Cyclic Synchronous Velocity Mode, Homing Mode und Velocity Mode. Im Folgenden wird im Velocity Mode gearbeitet. Für den Velocity Mode wird im ersten Untermenü der Rampenmodus festgelegt. Es können lineare Rampen oder Rampen mit S-Kurven zur Begrenzung des Rucks gewählt werden. Für die Auswahl linear kann definiert werden, ob die Parametrierung mittels 4 Parameter oder eines einzigen Parameters für alle 4 Bereiche erfolgen soll. Für die Auswahl S-Kurve kann zusätzlich das Verhalten bei Sollwertänderung definiert werden. Mit Spitzbogenpfad oder ohne. Zusätzlich kann definiert werden, wie die Rampe sich während eines Reversiervorganges verhalten soll. Ohne S-Kurve im Nulldurchgang oder mit S-Kurve. Mittels des Menüs Einstellungen für Drehzahlgrenzen kann applikationsspezifisch der Sollwert begrenzt werden. Die Einstellungen für Maximalgeschwindigkeit vorwärts und Maximalgeschwindigkeit rückwärts begrenzen den Ausgang des Rampengenerators. Mit der Minimalgeschwindigkeit vorwärts und Minimalgeschwindigkeit rückwärts kann der Sollwert definiert werden, der angefahren wird, sobald der Betrieb des Drive-Controllers freigegeben wird. Mit dem Menüpunkt Kurveneinstellungen können die Werte für Beschleunigung und Ruck,
für die Beschleunigungsphase vorwärts-rückwärts sowie für die Verzögerungsphase vorwärts-rückwärts parametriert werden. Dies kann durch die Vorgabe von Beschleunigungswerten und Ruckwerten erfolgen oder mittels der Vorgabe über Zeit. Die Einstellungen werden bezogen auf parametrierbare Drehzahlen grafisch dargestellt. Damit ist es möglich, schon während der Parametrierung das zeitliche Verhalten des Antriebes zu überprüfen. Die Parametrierung der Rampe kann für höchste Flexibilität mittels 8 Ruckwerten und 4 Beschleunigungswerten erfolgen. Der Wizard ermöglicht es aber auch, bei identischen Parametrierungen für einzelne Bereiche die Eingabe auf bis zu 2 Parameter zu reduzieren. Abschließend können die Einstellungen und das Verhalten des Antriebs mittels Test-Run Wizard überprüft werden. Hier wird als erstes die Betriebsart ausgewählt, in diesem Fall der Geschwindigkeitsmodus. Ob die Grundvoraussetzungen für eine Testfahrt gegeben sind, ob zum Beispiel die Reglerfreigabe STO gesetzt ist oder ein Fehler anliegt, kann im Statusfeld überprüft werden. Ist eine Bremse am Motor verbaut, kann abhängig vom eingestellten Bremsenansteuermodus hier die Bremse auch, wenn notwendig, manuell geöffnet werden. Für die eigentliche Testfahrt können bis zu 3 Testdrehzahlen inklusive Vorzeichen für die Drehrichtung vorgegeben werden. Mit dem Button Start wird die Modulation freigegeben. Der Antrieb baut Drehmoment auf und kann einen Sollwert anfahren. Mittels der Button Zieldrehzahl setzen können die unterschiedlichen Solldrehzahlen angewählt werden. Der Antrieb fährt diese dann mit den eingestellten Rampen an. Mittels des Button Geschwindigkeit Testscope starten kann ein vorkonfiguriertes Scope geöffnet und die Testfahrt visualisiert werden. Mittels des Scope kann somit das Verhalten des Antriebs aufgezeichnet, bewertet und verbessert werden. Abschließend erfolgt die Datensicherung der in der Inbetriebnahme gefundenen Parametrierung. Mittels Tools Parametersicherung wird eine komplette Liste des angeschlossenen Gerätes erzeugt und automatisch ein Lesen der Parameter angestoßen. Die aktuelle Parametrierung wird somit in die Liste eingetragen und kann für spätere Inbetriebnahmen wieder verwendet werden. Nach Abschluss des Lesevorganges kann gewählt werden, ob die Datensicherung exportiert oder in das Projekt eingebunden werden soll. Wie Sie sehen, ist die Inbetriebnahme eines KLB-Systems auch ohne produktspezifische Kenntnisse mithilfe des Inbetriebnahmewizzards einfach und schnell möglich. In 5 Minuten zu einem lauffähigen System. Haben Sie Wünsche zu weiteren Themen? Hinterlassen Sie uns gerne eine Nachricht und abonnieren Sie unseren Kanal.